Seit dem 6. April ist die DC6 von PMDG nun auch auf dem Xbox-Marktplatz für einen Preis von 59,99 € verfügbar. Auf vielfachen Wunsch gehe ich hier mit diesem Video einmal auf die optischen Unterschiede zwischen Xbox und PC näher ein. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Eine ausführliche Vorstellung dieser Maschine auf Xbox gibt es bei mir auf dem Kanal bereits. Ich verlinke dir das Video hier unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise jetzt auch hier rechts oben. Eine Frage aus dem letzten Video hat sich ein bisschen herauskristallisiert. Wie sind denn die Unterschiede zwischen Xbox und PC, was die Optik angeht? Und genau das ist einer der Schwerpunkte dieses Videos. Damit ihr euch leichter orientieren könnt, seht ihr links oben immer entweder einen Xbox-Button eingeblendet oder einen PC-Button. Da diese Bilder jetzt hier ausschließlich von Xbox kommen, bleibt der Xbox-Button uns erstmal erhalten. Und hier seht ihr nochmal einen groben Zusammenschnitt der negativen Eindrücke, die wir auf Xbox erfahren dürfen. Viele der Texturen sind schlichtweg ganz weit davon entfernt, was den Bereich High Resolution angeht. Und wenn man bedenkt, dass man hier für 60 € lediglich diese eine Livery, also diese eine Lackierung bekommt, dann haben sehr viele User nachvollziehbarerweise einfach mehr erwartet. Dieser ganze, ich nenne es einfach mal Zustand, zieht sich sowohl über die komplette Außenhülle als auch durch den ganzen Innenbereich. Hier nochmal der Hinweis auf das verlinkte Video, dort siehst du alle Details auch zum Cockpit und der Cargo-Variante, die da auch mit im Paket enthalten ist und so weiter. Für mich war jetzt erstmal interessant am PC, wenn ich das Ganze installiere, wie groß ist denn die Installationsgröße, die Versionsnummer und so weiter. Wir sind hier immer noch auf Xbox, das sind also die Daten von der Xbox-Version. Und dann würde ich doch mal sagen, wir springen direkt rüber auf den PC und installieren dort. Ich bin also am PC in meinen Inhaltsmanager gegangen und habe nach der DC6 gesucht und diese wurde dann auch hier sofort gefunden. Was jetzt hier direkt auffällig ist, ist, dass die Installationsgröße wesentlich größer ist mit 1,49 GB. Die Versionsnummer ist allerdings die gleiche, die 2.0.47, und auch unter den weiteren Infos wird alles identisch zur Xbox-Version, wie wir es eben gesehen haben, angegeben. Hier noch ein paar Details zu meinen Einstellungen in den Optionen, genauer gesagt zu den Grafikeinstellungen am PC, denn hier haben wir natürlich wesentlich umfangreichere Möglichkeiten, auf die Grafik und die Darstellung allgemein eingehen zu können. Das Rohmaterial für die Aufnahme wird auch hier genau wie an der Xbox Series X mit 1440p von der Capture Card abgegriffen und die globale Einstellung für die Grafik steht auf Ultra, alles andere darunter ordnet sich dann entsprechend ein. Nach dem Download platzieren wir uns genau wie auch an der Xbox an genau der gleichen Stelle, und zwar einmal am Airport in Gibraltar am Vorfeld Nummer 15. An dieser Stelle vielleicht ein Hinweis zu einem aktuell und bekannten Fehler. Es kann durchaus vorkommen, sowohl an PC als auch an Xbox, dass ihr euch am Vorfeld platziert, aber an der Startbahn spawnt. Also das ist momentan sehr ärgerlich und bekannt und soll behoben werden. Die installierten Flugzeugmodelle sind exakt die gleichen am PC wie auch an der Xbox. Eine Cargo-Variante und 2 Passagiervarianten. Alles in der gleichen Lackierung, und was der Unterschied zwischen der N6PM und der N6PB ist, das würde mich gerne mal interessieren. Falls da jemand Detailinformationen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, dann ist an und für sich alles eingestellt. Wir gehen hier mal auf Losfliegen. Noch eine Ergänzung zur Steuerung jetzt hier am PC. Ich habe auch am PC den Controller angeschlossen, wie hier zu sehen ist. Einfach deshalb, weil sich für mich auch am PC die Drohnenansicht und die Kamera allgemein sehr gut mit dem Controller bedienen lässt. Und jetzt habe ich hier versucht, exakt die gleichen Kamerafahrten und Einstellungen und Nahaufnahmen und so weiter durchzuführen, wie ich sie vorher an der Xbox durchgeführt habe. Und das Ergebnis der installierten DC6 am PC mit der Standard-Livery seht ihr hier. Und gerade wenn wir hier in die Nahaufnahmen auch reingehen, sehen wir, dass es quasi keinen Unterschied gibt.
Zumindest im Außenbereich ist also tatsächlich kein Unterschied zu erkennen. Wie sieht es denn im Cockpit zum Beispiel aus? Aber auch hier wirkt das Ganze auf mich nicht besser und auch nicht schlechter als auf Xbox. Hier über Kopf am Panel habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass die ein oder andere Textur vielleicht ein bisschen schärfer rüberkommt oder ein bisschen griffiger einfach aussieht. Den Eindruck hatte ich im Übrigen auch bei den Schaltern allgemein und deren Beschriftung. Ansonsten muss man ganz klar festhalten, ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss jeder für sich entscheiden. Aber man muss festhalten, die Optik und die Texturenqualität und so weiter ist sehr identisch. Was natürlich am PC sofort auffällt und super leichtgängig ist, sind die Fenster zum Beispiel. Die lassen sich hier perfekt stufenlos hin und her schieben über die Maus, und auch die Verstellung der Tablet-Ansicht und die Bedienung am Tablet ist mit Maus komplett unproblematisch. Wie in meinem ersten Video bereits erwähnt und auch detailreicher dargestellt, ist eine ausschließliche Steuerung über Controller an Xbox Stand jetzt nicht möglich. Zwischenzeitlich habe ich über das offizielle Forum von PMDG auch Kontakt zu den Entwicklern aufgenommen und meine Erfahrungen auf Xbox dort entsprechend geäußert. Darauf habe ich inzwischen auch eine Reaktion erhalten. Gleich in diesem Video gibt es noch weitere Informationen zu diesem Thema. Ja, und auch im hinteren Teil der Maschine sind die Texturen offensichtlich die gleichen wie auf Xbox. Leider auch inklusive spiegelverkehrter Beschriftungen. Tja, dem Ganzen gibt es jetzt eigentlich nichts hinzuzufügen, es ist doch recht ernüchternd, und wie vorhin erwähnt, ich habe mich auf der offiziellen Seite, also in dem PMDG-Forum, einmal registriert, um dort mich entsprechend zu äußern. Einfach auch mit der Hoffnung für die Community hier die ein oder andere Detailinformation zu bekommen. Das Ganze ist zwar hier jetzt ausschließlich englischsprachig, man kann aber natürlich über den Browser das Ganze automatisiert übersetzen lassen. Ich klicke hier einmal ganz kurz drauf und dann wird das Ganze zumindest sinngemäß auf Deutsch übersetzt. Ich habe also direkt danach gefragt, was ist denn da los auf Xbox? Weshalb ist zum Beispiel die Maschine nicht ausschließlich mit dem Controller steuerbar? Was ist mit dem Tablet los? Weshalb funktioniert das nicht richtig mit dem Controller? Was ist mit den Fenstern los? Und so weiter. Außerdem, was ist eigentlich mit den Texturen passiert auf Xbox? Ist das normal so oder soll das so aussehen? Was ist mit weiteren Lackierungen und so weiter? Und habe schon geäußert, dass ich für 60 € mehr erwartet habe. Und die Antwort kam just in dem Moment, als ich die Maschine am PC installiert hatte. Ich packe euch diesen Link in den jeweiligen Thread auf diesem offiziellen Forum. Das ist ja eine öffentlich zugängliche Seite, da kann auch jeder lesen, ohne dass er sich vorher registriert. Packe ich euch unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr den weiteren Verlauf verfolgen und auch die Antwort 1:1 einsehen. Zusammengefasst gibt es direkt zu berichten, dass die Probleme, die auf Konsole mit dem Controller vorhanden sind, also dass Dinge nicht bedienbar sind, dass diese bekannt sind, daran gearbeitet wird und in Kürze behoben werden soll. Zum Thema Texturen äußert man sich eigentlich nicht weiter, nur dahingehend, dass das ja die gleichen wie am PC sind und dass die eben so sind, also da gibt es keine weitere Information. Ja, und da hat der Antwortgeber eindeutig recht, das haben wir heute kennenlernen dürfen, die Texturen am PC sind die gleichen und genauso schlecht. Also das macht es ja dann aber unterm Strich nicht besser. Und zum Thema Lackierungen gibt es in der Antwort auf meine Frage im Forum einen entsprechenden Link zu einem anderen Bereich im Forum, und dort wird dann erklärt, dass es in Kürze einen Zusatzinhalt zur DC6 von PMDG geben wird. Darin enthalten sind dann alle Liveries, alle Lackierungen, die PMDG anbietet. Kostenpunkt 4,99 €. Im gleichen Atemzug rät man aber PC-Usern vom Kauf dieses Pakets ab. Schließlich hätte man beim Direktkauf
Einkauf über PMDG für den PC ohnehin Zugriff auf dieses Paket. Weshalb man Lackierungen für den Preis von 60 € für die DC6 auf Xbox nicht schon direkt mit reinpacken kann, auch darauf wird eingegangen. Unterm Strich ist der Aufwand für PMDG einfach zu groß und überhaupt wird von Microsoft wohl auch nicht die Voraussetzung dafür geschaffen, dass PMDG da möglichst einfach die Möglichkeit hat, diese zu integrieren. Lest euch hierzu gerne den kompletten Text unten, wie gesagt, verlinkt in der Videobeschreibung, einmal genau durch. Für weitere Fragen soll man sich laut PMDG dann übrigens direkt an die Microsoft-Foren wenden, denn es ist ja deren Marktplatzinhalt. Ach, und dann gibt's noch was. PMDG hat mir eine private Nachricht über das Forum geschrieben, also eine Direktnachricht. Deren Inhalt ist eine Forenverwarnung. Grund dafür ist, dass im Forum in der Signatur von Andiana TV der Name fehlt. Dazu fällt mir nichts weiter ein als You are welcome. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein paar passende Ergänzungen zur aktuellen Situation der DC6 auf Xbox geben. Wenn du Fragen oder Ergänzungen vielleicht auch rund um den Entwickler hast, dann nutze bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Über ein Däumchen würde ich mich wie immer sehr freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.